Guten Abend. Ich werde über das dritte Kapitel des Russendisko-Buches sprechen. Dieses Kapitel nennt sich Vaters Rat. Russendisko ist ein Roman von Wladimir Kaminer, einem russischen Schriftsteller, der nach Deutschland ausgewandert ist. Diese Migration findet zu Beginn der deutschen Wiedervereinigung statt, als Ostberlin noch nicht zur BRD gehörte. Vaters Rat lautet wie folgt. Der Vater sagt: Die große Freiheit ist wieder in unserem Land. Ihre Ankunft wird gefeiert. Es wird viel gesungen und noch mehr getrunken. Doch die Freiheit ist nur ein Gast hier. Sie kann sich in Russland nicht lange halten. Sohn, nutze die Chance. Sitz nicht herum und trink Bier. Die größte Freiheit ist die Möglichkeit abzuhauen. Beeil dich, denn wenn die Freiheit wieder verschwunden ist, dann kannst du lange stehen und schreien: Oh, Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Gut. Das ist ein Höhepunkt in der Geschichte, weil eine grundlegende Veränderung im Leben unseres Protagonisten darstellt. Er beschließt, dem Rat seines Vaters zu folgen. Zu dieser Zeit reist er mit seinem Freund Mischa mit dem Zug nach Berlin. Sie reisen mit wenig Gepäck. Wladimir kauft eine Flasche Wodka, eine Stange Zigaretten und eine Matrjoschka, die mit dem blassen Gesicht in einem kleinen Sack lag. Die Marke der Wodkaflasche ist Lebewohl. Die Marke der Wodkaflasche, der Sack und das Gesicht der Matrjoschka könnten als Metapher für das Leben des Autors und als Voraussetzung für die Entwicklung des Romans interpretiert werden. Wladimir hatte sich von Russland verabschiedet, wie das Flaschenetikett sagte, weil er sich entschieden hatte, nach Deutschland zu gehen. Und diese Puppe mit blassem Gesicht und einem Sack liegend könnte als eine Darstellung des sterbenden Russland gesehen werden, das er zurückgelassen hatte. Ein sterbendes Russland nur für ihn ist natürlich, weil er seine Mutter Russland für eine Deutschland verließ. Das ist eine vielversprechende Zukunft darstellte. Eine andere interessante Metapher für die Geschichte ist die Art, wie die beiden Freunde in Deutschland ankommen. Sie haben den ganzen Wodka getrunken, alle Zigaretten geraucht und die Puppe verloren. Deshalb kommen sie in Deutschland mit praktisch nichts in ihren Händen an. Außerdem haben sie die einzige Erinnerung an Russland verloren, die Puppe. Ihre Bekleidungen sind schmutzig und faltig. Sie müssen geändert werden. Es ist, als sie nackt in Deutschland angekommen wären.
Es ist, als sie in einem neuen Land wiedergeboren wären, das ihre neue Heimat sein wird. Aber sie fühlen sich in diesem neuen Land nicht fremd. Sie entdecken bald, dass es viele Ausländer gibt, wie sie. Die ersten Leute, die sich bei der Ankunft treffen, sind Vietnamesen und Zigeuner. Mischa geht mit den Vietnamesen in einen Teil der Stadt. Wladimir geht mit den Zigeunern in einen anderen Teil der Stadt. Die zwei Freunde trennen sich und suchen ihre eigenen Siegschale. Wladimir kommt in einer ehemaligen Kaserne in Ostdeutschland an, die ihm eine Unterkunft für das Deutsche Rote Kreuz umgewandelt wurde. Dort beobachtet er das ungeordnete Leben der Zigeuner und wird bald davon müde. Er beschließt, seinen eigenen Weg zu finden. Er zieht zuerst in eine kleine Wohnung, dann heiratet er und mietet eine größere Wohnung. Er hat 2 Kinder, lernt einen anständigen Job und wird Schriftsteller. Auf diese Weise sehen wir, welche Zukunft unsere Protagonist erwartet. Aber diese Situation weit davon entfernt, die Geschichte das Interesse zu verlieren. Macht den Leser mehr an der Geschichte interessiert. Und der Autor schafft es, eine gute Geschichte für viele kurze Kapitel zu erzählen. Die Wichtigkeit dieses Kapitels scheint grundlegend zu sein, weil es die Gründe aufzeigt, warum sich das Leben des Autors verändert. Und der Autor erzählt uns ein wenig darüber, wie sich die Geschichte entwickeln wird. Der Vergleich des Buches mit dem Film ist unvermeidlich. In dem Film ist die Handlung anders als im Buch. Das ist logisch, denn das Buch ist ein Werk und der Film ist ein anderes Werk. Aber der Regisseur des Films basiert auf der Handlung des Buches. Um sein Werk zu tun. Die Essenz der Geschichte zu respektieren und seine persönliche Note hinzufügen. Das war meine Analyse und das ist alles. Tschüss.